Die EAWAG, das Wasserforschungsinstitut des ETH-Bereichs, richtet ihre Tätigkeiten auf eine nachhaltige Entwicklung aus. Der schonende Umgang mit natürlichen Ressourcen ist dabei ein Prinzip, das tief in der DNA der EAWAG verankert ist und das ökologisch, ökonomisch und sozial verantwortungsvoll umgesetzt wird. Sowohl in der Forschung des Forschungsinstituts als auch im und am Forum Griesbach, dem Hauptgebäude der EAWAG. Das gesamte Gebäude fokussiert daher auf den bestmöglichen Umgang mit Ressourcen, insbesondere Energie, Wasser und nachhaltigen Baumaterialien. Bereits im Jahre 2006 hat die Realisation des Forum Griesbach gezeigt, was in der Praxis des nachhaltigen Bauwesens möglich ist. Mit dem Ziel, die Grenzen des Machbaren auszuloten und die eigenen Forschungserkenntnisse lösungsorientiert zu integrieren. Das Forum Griesbach ist als Hauptgebäude der EAWAG ein Ort des Lernens, der Lehre, der Erarbeitung und Kommunikation von Wissen und vor allem der Zusammenarbeit. Vor dem Bau des Gebäudes wurden einerseits die Anforderungen an das Raumprogramm definiert und andererseits ein Pflichtenheft erstellt, das den sparsamen Umgang mit Ressourcen gewährleisten sollte. Dabei wurde vom Energie- über den Wasserverbrauch bis hin zu den verwendeten Materialien alles bis ins kleinste Detail geplant. Das Forum Griesbach agiert als Energiedezentrale. Die Innenräume des Gebäudes sind nämlich in zwei Zonen unterteilt: Komfortzonen und Pufferzonen. Komfortzonen, dazu zählen Büros oder Aufenthaltsräume, sind mechanisch belüftet und temperaturgesteuert. Die Menschen und elektrischen Geräte, die sich darin befinden, dienen außerdem als zusätzliche Wärmequelle. Pufferzonen wie das große Atrium oder die Korridore sind weder belüftet noch beheizt und dürfen von der Temperatur her stärkeren Schwankungen unterworfen sein, was Energie einspart. Im Winter wird das Atrium von der Sonne gewärmt, während im Sommer die warme Luft nachts durch die Fenster im Atrium entweicht. In Seminarräumen oder im Hörsaal kühlt, falls nötig, zudem ein Kreislauf mit kaltem Grundwasser in den Decken die Luft. Das Jalousiensystem, das dem Gebäude seine charakteristisch blaue Optik verleiht, setzt sich aus 1232 beweglichen blauen Glaspanels zusammen. Sie richten sich jeweils so zur Sonne aus, dass im Winter Licht und Wärme hineingelassen und im Sommer die Sonnenstrahlen abgeblockt werden. Zusammen mit dem Puffer- und Komfortzonensystem und der guten Isolierung des Gebäudes wird ein konventionelles Heizungssystem obsolet. Das Dach wird multifunktional genutzt. Es isoliert das Gebäude, belüftet es, sammelt Niederschlag für die Toilettenspülungen und sorgt mit seiner extensiven Begrünung gleichzeitig dafür, dass das Regenwasser gemäßigt abfließt. Außerdem dient das Dach dank seiner Solaranlagen mit einer Fläche von fast 500 Quadratmetern als zusätzliche Energiequelle für Strom und Warmwasser. Als Hauptgebäude eines Wasserforschungsinstituts zeichnet sich das Forum Griesbach-Gebäude durch eine außergewöhnliche Wassernutzung aus. Trinkwasser wird eingespart, Regenwasser wird kontrolliert und gesammelt und Urin wird vom Kot getrennt und zu Dünger aufbereitet. Die Nutzung des Dachwassers für die Toilettenspülungen im Gebäude spart beispielsweise jährlich 400.000 bis 500.000 Liter Trinkwasser ein. Nur mit einem großen Team von Fachleuten und einer klaren Vision ließ sich ein Gebäude für die Zukunft bauen. Dabei harmonieren viele verschiedene Gebäudesysteme zusammen und bilden so ein organisches Ganzes.